Und es geht wieder weiter mit... Ich muss noch näher ranrücken ans Mikro. Mann! Ja, Xenoblade Chronicles X. Part 3. Professionell wie immer. So, dann wollen wir mal. Weiter geht's mit der Story. Nachdem wir beim letzten Mal endlich in New Los Angeles angekommen sind, wollen wir jetzt mal uns langsam zu unserem Quartier aufmachen. Ein kaputter Scale. Ziemlich kaputt. Nicht in die Stützpfeiler krachen, die sind wichtig. Na komm, eine Landung kriegst du doch noch hin. Mehr oder weniger. Ja, und so blöd guckt man, wenn man Minderjährige am Steuer sieht. Oder wenn man bemerkt, dass man in einem Irrenhaus gelandet ist. Na, was hat dich so kaputt gemacht, mein Junge? Erzähl's uns. Wir hören immer gerne zu hier bei der Telefonseelsorge. Komm. Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-who's? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Ich will wissen, was mit dem Auspuff passiert ist. Yeah. Well, that, doesn't usually happen. We know it doesn't, Lynn. Look, I know what you're thinking. But believe me, young as she may look, and yes, she is young, she's actually one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Bei der anderen Antwortoption wird erwähnt, dass Lynn erst 13 ist. 13. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Ey, 13, das ist ein Alter, in dem ich noch nicht mal mit dem Fahrrad wirklich geradeaus fahren konnte. Nein, das ist übertrieben. Ich habe nur Probleme mit den Kurven gehabt. Okay, wir sind jetzt 3 Mann im Team. Eine ziemliche Frauentruppe. Lynn, lass das. Das ist gruselig. Ausgesprochen gruselig. Okay, nee. Was war das denn? Ja. Allein die Streitkräfte, die im Einsatz sind, um unser Territorium aufrechtzuerhalten, verschlingen ja schon Unmengen an Geld und Ressourcen. Militär war schon auf der Erde eine kostspielige Angelegenheit. Aber auf einem Planeten wie Mira? Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Kuratoren sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Blade genügend Ressourcen zur Verfügung hat.
Nur so können wir die Verteidigungslinien aufrechterhalten, nach dem Lebensspeicher suchen und die ganzen anderen Blade-Projekte am Leben erhalten. Ist nicht gerade die dankbarste Aufgabe, aber als mir klar wurde, wie wichtig sie trotzdem ist, habe ich mich ohne zu zögern für die Kuratoren entschieden. Gut. Was die Kuratoren sind und was der Lebensspeicher ist, wird uns erst später erklärt, aber es sind schon mal erste wichtige Stichpunkte. Und hallo Herr Transportpilot. Erzählen Sie uns doch mal, wo wir heute hin können. Bitte. Schnell. Dringend. Ich will meine 6 Uhr Fernsehserie nicht verpassen. Oder habe ich das schon? Nicht die Gummibärenbande. Ich wollte sie doch sehen. Ich nehme das Spiel nicht wirklich ernst. Ist bei mir aber immer so. Okay. Das soll 2054 spielen, das Spiel. Dinge, an die ich nicht so wirklich glauben kann. You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. Okay. The only other gate out of the city is in the administrative district. I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. Ich muss... We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Das Spiel will nicht, dass ich rede. Nee, ich muss sagen, ich mag das wirklich, diese Szene gerade sehr gern, wie die das erzählt haben. Also das wirkt alles so... Keine Ahnung, ich hab selten im Spielen, dass mir mal einfach so ganz alltägliche Dinge vorgeschlagen werden, wie sich mit einem guten Buch in den Park zu setzen und zu entspannen. Also das ist ja... Keine Ahnung, ich finde, das trägt... Allein solche Kleinigkeiten, wenn man sowas erzählt, trägt schon zur Spielwelt bei. Enjoy your stay in the administrative district and thank Oder ich you laber for Scheiße. Lindley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. Aber für mich machen auch so They'll be eager to hear the Kleinigkeiten details on wirklich how I Atmosphäre found aus. them, sure. Well then, we better not keep them waiting.
The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. Ich meine, das sind also... That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Okay. Was ich sagen will, solche Sachen, solche kleinen Erwähnungen, Erzählungen, ich finde, die zeigen einfach auch wahnsinnig, dass die Figuren auch nur irgendwo Menschen sind und tragen echt dann doch meines Erachtens nach zur Atmosphäre bei. Wow. Du bist aber plötzlich aufgetaucht, mein Großer. Oh, ich will auch so ein Ding haben. Ja, die Texturen haben ganz schön lange zum Nachladen gebraucht. Es gibt Datenpakete, mit denen man schneller gewisse Ladezeiten verkürzen kann, aber ich habe nicht so viel Platz auf der auf dem Speicher, von daher spare ich mir die aktuell noch. Vielleicht lade ich sie doch noch runter im Laufe der Zeit. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann von seiner Mission mitbringt. Er ist Pathfinder und stolpert bei der Arbeit immer wieder über Kurioses. Im Moment ist leider alles ausverkauft, also komm doch bitte ein andermal vorbei. Mein Mann ist bestimmt bald zurück mit einer ganzen Wagenladung abgefahrener Fundstücke. Der wirst du aus den Kampflatschen kippen. Okay. Und ansonsten unterhalten? Ja, mich bedrückt tatsächlich etwas. Aber ich will nicht darüber reden. Ich will nicht einmal daran denken. Es kann nicht wahr sein. Ich werde einfach positiv denken und das Beste hoffen. Bitte frag nicht weiter. Okay, das klingt so, als würde sich hier eine Nebenquest anbahnen. Mit den Leuten auf dem Weg rede ich jetzt eben einmal schnell und den Rest ignoriere ich. Die Wirtschaft der Stadt kommt langsam in Schwung und immer mehr Bewohner besuchen die Arsenalallee als Kunden. Ich muss gestehen, als unbekannte Feinde uns zur Bruchlandung auf einem gefährlichen Planeten zwangen, da erschien mir die Zukunft einfach nur schwarz. Aber sieh dir nur einmal an, wie hart alle dafür kämpfen, unsere Zivilisation zu erhalten. Menschen sind wirklich hartnäckige Geschöpfe. Auch ich will lieber tatkräftige Unterstützung leisten, als nur unbeteiligt zuzusehen. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Menschen sind hartnäckig, unsere Verfolger aber scheinbar auch. Hast du vorhin die Ansprache des Generaldirektors gesehen? Anscheinend haben sie 10 weitere Crewmitglieder gefunden. Ja, das ist fragwürdig. Bisher steht hier nur 1. Die Erschließung Miras war ja ziemlich ins Stocken geraten, aber jetzt geht es dann bestimmt bald wieder vorwärts. Das hört man doch gern. Ja, genau. Vermutlich mache ich alles allein. Vera, mit dir können wir auch noch reden. Das war eine freundliche Anrede. What? Nachdem die Erde so übel mitgespielt wurde, haben manche Menschen begonnen, alle Xenoformen zu hassen. Ich muss noch mal googeln, was Xeno heißt. Aber ich als Wissenschaftlerin bin äußerst interessiert an Lebensformen, denen die Evolution eine ganz andere Art von Intelligenz mitgegeben hat als uns. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden überall auf dem Planeten Ruinen gefunden, die nahelegen, dass hier schon früher intelligentes Leben existiert hat. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, etwas Neuem und Unbekanntem zu begegnen. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Ich wirke vielleicht wie eine raubeinige Blade, aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe Biologie studiert. Du wirkst, als würdest du mir gleich eine verpassen, Mädel. Als Studentin bin ich ständig im Land herumgereist und habe meinen Professor bei seinen Feldstudien unterstützt. Auf unserer Suche nach seltenen Tieren und Fossilien haben wir Urwälder und Wüsten durchquert. Und wenn wir dann etwas gefunden haben, sind wir vor lauter Freude herumgehopst, wie kleine Kinder. Mein Professor musste auf der Erde zurückbleiben, aber ich bin mir sicher, dass ihm die Vielfalt an unentdeckten Arten auf Mira umgehauen hätte. Ja, traurige Wahrheit, war nicht für alle Menschen Platz auf den Schiffen und die meisten sind sowieso abgeknallt worden. Ziemliche Scheißangelegenheit. Naja, was soll man machen? And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Okay. Gesicht verzerren. Na komm, wir zeigen Interesse. I think I can answer that one. Ach ja, stimmt. So, you must be the latest rescue.
Secretary Nagi. Miss Ku. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No, nothing to worry about. Ja. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here, Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. Ich hab Hunger. I'll put on some tea. Ordentlich was los, muss man schon zugeben. Und ich muss zugeben, ich mag Nagi irgendwie. Er ist so... Zwar einer dieser Politiker-Figürchen, aber vermutlich eins von der Sorte, dass wenn er Scheiße baut, er das mit den besten Intentionen tut und irgendwie dann doch kein so großes Arsch eigentlich ist. Und wenn er doch am Ende sich als Politiker-Arsch herausstellt, wäre es schade. Ich glaube, er ist so das Arsch mit gutem Willen, wenn überhaupt. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. Und er ist Japaner, das spricht für ihn. As captain of the White Whale. Now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with Die haben immer so Ehrgefühl und so, die Japaner. military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Die Frage ist ja jetzt, wie lange dauern 2 Monate auf diesem Planeten? Where should we begin? Erstmal nachhaken. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between 2 hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash. Oh, und da sind immer noch diese riesen Mutterschiffe, die echt die Größe der Erde hatten. Also, I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. interessante Andeutungen, sollten wir uns Did merken. it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. Elmar hängt also irgendwie mit drin. So Aber yes, Project Exodus. was bedeutet das? Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth-Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. Aber warum?
For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Die Frage ist ja aber, warum fand der Kampf über der Erde statt? Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Und warum werden die Menschen jetzt Basically making it a gejagt? sustainable city. Oder musst du einfach nur Platz für eine Weltraumautobahn machen? Fragen über Fragen eigentlich. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting. Im Original hatte das noch eine ganz andere Bedeutung, die ein bisschen religiöser war. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Wurde auch abgeändert dann in der Übersetzung. Vermutlich, weil man wieder irgendwelche Probleme vermeiden wollte, die es eventuell hätte geben können. Ihr wisst schon, weil sich irgendwer in seinen religiösen Gefühlen hätte verletzt fühlen können. The idea was to have one central organization, different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Ja, jetzt erfahren wir, was der Lebensspeicher ist. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Spannend. Und die Erklärung zur Registrierung zu guter Letzt. Bei den Lebensspeichern ist aber auch jetzt nochmal die Frage, ob das alles ist. Wirklich nur Menschen oder steckt da sogar noch mehr hinter dem Ding? Wer weiß das schon. Yes. All citizens of NLA Ich misstraue hier gerade are required allem. to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Okay. Unsere erste richtige Mission. Lassen wir uns den Verwaltungsbezirk zeigen von Lynn und Elmar. Hurra. Tolle Mission. Gut. Mal gucken. Ja, Level 7 ist auch nicht mehr so weit weg. Wir kriegen ja auch Erfahrung dafür, wenn wir neue Gebiete entdecken. Von daher wird Erkunden auch immer schön belohnt.
Wobei ich so das Gefühl hatte, als wäre das im ersten Teil noch mehr an Erfahrung gewesen. Was auch einfach sein kann, dass es ganz andere Zahlen waren im ersten Xenoblade. Also alles von den Zahlen her ein bisschen höher. Ist ja immer vom Entwickler überlassen, ob er jetzt kleine oder große Zahlen nimmt. Schlussendlich macht das wenig Unterschied. Außer halt im Aussehen. Aber ich würde sagen, das war dann jetzt auch Part 3. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden uns beim nächsten Mal dann umgucken in dem Verwaltungsbezirk und hoffentlich dann schon endlich zu unserer ersten Außenmission aufbrechen können oder zumindest bei Blade registrieren. Ja. Geht langsam voran, bis es aber endlich mal richtig losgeht. Gefühlt vergeht da noch ein bisschen Zeit, das kann ich euch sagen. Der erste Kontakt mit bestimmten Typen liegt noch in der Ferne. Sogar für mich in der Ferne, weil ich war noch nie so weit, dass wir endlich mal etwas über unsere Verfolger erfahren. Aber das muss doch mal kommen. Das interessiert mich so sehr. Warum zur Hölle wollten die uns die Menschen auslöschen? Was wissen die Menschen? Oder was haben die Menschen, dass man sie jagen muss? Ich meine, diese Schlacht zwischen zwei xenoformen Rassen wird ja auch anderen aufgefallen sein. Also das ist jetzt nichts, was man so wirklich verbergen kann, wenn man eben so ganzer Planet von der Sternkarte verschwindet. Sprich, wenn es neben den beiden anderen Aliens noch andere Intelligente gibt, dann wird das irgendwem aufgefallen sein. Aber was für einen Grund gibt es, die Menschen zu jagen? Bin mal auf die Antworten gespannt und ich hoffe, dass wir die liefern können. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns den Verwaltungsbezirk ansehen. Bis dahin. Tschö.